Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Es gibt Typ 33 Felgen von ORC, es gibt Typ 22 Felgen von ORC und es gibt Delta Classic B 4x4 Felgen. Jede einzelne Felge für sich sieht super cool aus, hat seid ihr dicht dran, hat unterschiedliche Stärken und passt zu unterschiedlichen Autos besonders gut. Aber heute haben wir hier einen Westfalia Meridian, der die Classic B von Delta mit den Loader-Reifen drauf hat und dem wir noch 2-3 Kleinigkeiten geändert haben. Was das ist und warum das Auto so attraktiv ist, das will ich euch heute auf jeden Fall zeigen. Also willkommen und lasst uns anfangen. Ja, herzlich willkommen. Ich will euch heute gar nicht allzu sehr auf den Zeiger gehen. Das wird ein kurzes, knackiges Video. Ich will euch einfach nur zeigen. Wir haben den Meridian ja schon mehrfach ausführlich gezeigt. Deswegen verlinken wir euch einfach unten in der Videobeschreibung die Videos, dass ihr, wie schnell heizt er sich auf, könnt ihr euch angucken. Wie sind die Maße? Was wiegt er wirklich? Wir haben das Auto auf Herz und Nieren geprüft. Das waren aber immer Meridian, mehr oder weniger im Serienzustand. Dann haben wir mal ein bisschen schöne Taschen reingemacht, ein paar attraktive Dinge gemacht. Hier haben wir mal was anderes gemacht. Wir haben nämlich das Auto genommen, so wie es da stand, haben uns so ein bisschen von dem letztjährigen Düsseldorf-Auto inspirieren lassen. Haben gedacht, wir machen ihn einfach mal richtig schick. Das ist auch ein verkauftes Auto, aber weil wir noch einmal exakt das gleiche Basisfahrzeug im Vorlauf haben, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein kurzes Video wert, euch zu zeigen, wie schick man das machen kann. Also das, was wir hier haben, jetzt muss ich mal gucken, die Farbe heißt Magnetic Grau, genau, ist ein Westfalia Meridian auf Basis des Ford Transits. Das nennt sich noch Modelljahr 23, weil das quasi immer noch die Nachzügler von den früher bestellten Autos sind. Und das ist eigentlich der Meridian, so wie er mal vorgestellt wurde. Als Meridian Limited. Es gibt jetzt ein Limited One mit etwas abgespeckter Ausstattung und das ist der Meridian Limited. Dieses Auto mit 170 PS, mit Automatik, mit ganz vielen schicken Sachen dran, das gucken wir uns gleich nochmal gemeinsam an, kostet, deswegen habe ich den Zettel in der Hand, 76.990 €. Das ist für ein Auto mit Diesel-Warmwasser-Fußbodenheizung, die auch mit Strom betrieben werden kann, mit Kompressorkühlschrank, mit Markise, mit großem Bett, mit all diesen Dingen, ein super attraktives Gesamtpaket. Und dann kamen die Autos immer nicht an den Laden bei Westfalia. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir wollen ja trotzdem anfangen, den zu bauen. Und dann hat man den Limited One gebaut, die etwas abgespeckte Variante. Der hatte zum Beispiel, gab es ein paar Autos mit Handschalter, also die Autos jetzt haben Automatik. Einige hatten Xenon-Scheinwerfer, andere nicht. Einige hatten Anhängerkupplung, andere nicht. War so ein bisschen eine wilde Zusammenstellung. Und jetzt endlich mit ungefähr 18 Monaten Verspätung haben wir die Autos, die da sind. Das ist der vorletzte, den wir kriegen. Der wird kurzfristig ausgeliefert. Und den haben wir halt für die Kunden richtig schick gemacht. Und das wollte ich euch einfach nur mal als Inspiration mit auf den Weg geben, was man dort tun kann. Weil wir blenden euch jetzt erstmal das Ausgangsbild ein. Das haben wir natürlich gestern nicht gefilmt. Deswegen nehmen wir eins bei uns aus dem Archiv. Serienmäßig kommt der Meridian Limited auf normalen 16 Zoll Alufelgen mit ganz normalen Sommerreifen und mit einem anderen Kühlergrill und mit anderem Dekor und sieht dann ungefähr so aus. So, das ist ein schönes Auto, so wie ihr das da seht. Aber mit nur Felgen, Kühlergrill und Folierung geändert, sieht er eben so aus. Und deswegen kriegt ihr jetzt noch mal ein paar coole Eindrücke und dann zeige ich euch, was wir genau geändert haben. Ich finde, die Optik, es ist krass. Das ist so, als wenn man zum Anzug normale Turnschuhe anzieht oder Lackschuhe oder Gummistiefel. Man sieht einfach unterschiedlich aus, nur durch die Schuhe, und das ist bei dem Auto auch krass. Und da kann man ja fast sagen, der Kühlergrill, das ist dann wie die Brille. Habt ihr eine verspiegelte Sonnenbrille auf, sieht das anders aus, als wenn ihr eine Brille oder gar keine habt. Bisschen blödes Beispiel, aber das, was wir hier halt gemacht haben, ist den originalen Kühlergrill rauszunehmen, der ja eigentlich sehr viel Chromelemente und solche Dinge dran hat, und durch den sogenannten Raptor-Grill zu ersetzen. Es ist eine relativ einfache OP und ich finde, es verändert die Front des Fords massiv. Das kombiniert mit den Scheinwerfern, den Felgen und der Folierung. Ihr merkt es vielleicht, ich bin ein wenig verliebt. Das zweite, was wir gemacht haben, für so einen Kühlergrill müsst ihr ist nicht so viel Arbeit, plus ich glaube, es sind so 300, 350 € Materialkosten dafür rechnen.
Das zweite, was schon ein bisschen teurer ist im Machen, ist der Umbau auf die anderen Felgen. Wir haben jetzt hier die 18 Zoll Delta Classic B mit drauf. Das ist diese, nennen wir es mal Telefon-Wählscheiben-Design. Von den Felgen ist das erstmal nur ein Umstecken, muss dann natürlich vom TÜV eingetragen werden. Das, was das größere Problem an der Nummer ist, dass wir dadurch, dass das Reifenformat größer wird, der Abrollumfang sich ändert. Das heißt, der Tacho würde nicht mehr korrekt anzeigen, wenn man es so lässt. Und dafür gibt es dann kleine Boxen, die quasi hinter den Tacho montiert werden, die das Drehzahlsignal von den Rädern auf die richtige Geschwindigkeit umrechnen, dass man das Ganze so auch fahren darf. Aber ich finde einfach, so steht das Auto, gerade in der Kombination mit dem Grau, mit den schwarzen Felgen, einfach super griffig auf der Straße. Und ich finde, es ist die perfekte Optik für ein Ford Transit, so wie er da steht, weil auch die Räder da reinbauen, als wenn das Auto dafür gebaut wurde. Und dann haben wir von der Optik das Ganze abgerundet, indem wir das originale silberne Dekor runtergenommen haben. Hier war eine silberne Windrose, hier waren überall silberne Schriftzüge auf der Markise, auf der Tür, hinten drauf. Wir haben im Prinzip einfach alles runtergenommen und zweimal unsere glänzende Windrose da drauf geklebt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine coole Variante. Ansonsten haben wir an dem Auto tatsächlich gar nicht so viel geändert. Und deswegen brauchen wir von außen gar nicht weiter rumgucken. Ihr habt das ja alles schon gesehen. Jetzt werfen wir noch mal einen kurzen Blick rein. Und dann habe ich ja schon angekündigt, allzu lang wird das heute nicht werden. Deswegen gucken wir nur noch mal kurz, wie cool der Meridian ist und wie groß er wirklich ist. Das erste, was euch auf jeden Fall auffällt, ich mit meinen 1,92, das ist ja jetzt kein extra hohes Auto, habe hier eine massive Stehhöhe drin und habe vor allem echt viel Bewegungsfreiheit, die da ist. Weil Westfalia einfach ganz klar sagt, wir verzichten hier ein bisschen auf Schränke, um nicht dieses berühmte Brett vorm Kopf zu haben, um ordentliche Stehhöhe in der Küche zu haben, das alles zu haben. Grundsätzlich könnt ihr einen Meridian weiterhin auch nach euren Wünschen bestellen. Nur die Autos, die wir jetzt neu bestellen, dann als Modelljahr 25, haben wie alle anderen Fahrzeuge letztendlich einen relativ knackigen Preissprung gemacht. Deswegen haben wir jetzt bei den aktuellen Fahrzeugen, weil die so viel Lieferverzug haben, eben noch die Preise von damals, was es eben im Kaufen für euch deutlich attraktiver macht. Der einzige Unterschied, der wirklich zwischen den Fahrzeugen da ist, ist, dass wir einen unterschiedlichen Kühlschrank haben. Wenn ihr ein neues Modell heute nehmt, dann würde hier ich glaube, es ist ein Tedford-Kühlschrank oder Dometic. Die älteren haben die doppelte Schublade, das ist auch ein Kompressorkühlschrank. Und zwar mit zwei sehr großen Schubladen, das heißt mit wahnsinnig viel Volumen hier vorne mit drin. Und das ist einfach was, wo man sagen muss, ich glaube, dass das in der Herstellung relativ aufwendig und teurer ist und man dann einfach da gesagt hat, okay, wir gehen da eher den Weg der Standardisierung und nehmen den Kühlschrank, den wir in anderen Autos auch haben. Ansonsten bleibt das Auto wohnmobiltechnisch exakt so, wie ihr es jetzt hier seht, auch im neuen Modelljahr. Es gibt ein, zwei neue Optionen. Man kann die neuen Autos dann mit Leder bestellen. Ihr könnt ein riesengroßes, tolles Aufstelldach bestellen. Da gibt es auch ein super Video zu. Das haben wir, ich glaube, letztes Jahr auf der Händlertagung in Reda-Wiedenbrück in Gotha gefilmt. Das ist wirklich ein unfassbar großes Dach. Nur man muss halt ganz klar sagen, wenn wir Aufstelldach, Leder, all diese Dinge mit reinnehmen, dann reden wir am Ende wieder über ein 100.000 Euro Auto. Und das ist dann halt schon auch ein Brett. Da muss man einfach ganz klar sagen, das ist schon auch teuer. So wie der jetzt hier steht, Limited, in der Standardvariante, so wie er jetzt ist, mit 170 PS Automatik, im Cockpit müssen wir gleich nochmal gucken, Lounge, Sitzbank und all den Dingen für knapp 77.000 Euro, ein bisschen Fracht, ein bisschen Felgen, all solche Dinge mit dazu. Finde ich, ist das für ein Westfalia mit all den Westfalia-typischen Features, fest aufgepolsterte Sitzbank, die Warmwasser, Fußbodenheizung und sowas, ist das einfach ein unfassbar attraktiver Grundpreis, der da ist. Von der Sitzbank ist das natürlich eine klassische Kastenwagen-Sitzbank, also ich kann hier gut sitzen, da passt auch noch ein zweiter hin. Das, was man halt ganz klar sagen muss, der Wagen hat in diesen Edition-Paketen die sogenannte Lounge-Sitzbank mit drin. Das heißt, ihr könnt quasi Sitzfläche verschieben und umso weiter ich die Sitzfläche nach vorne nehme, umso gemütlicher wird das Ganze hier hinten mit drin. Dann habe ich einen verhältnismäßig großen Tisch, den ich auch gut unter das Bett packen kann. Und bevor die Temperatur mich hier komplett auffrisst, werden wir unseren schnellen Rundgang machen. Es tut mir übrigens leid, dass ich ein Pössl-T-Shirt anhabe. Ich war heute nicht auf Westfalia eingestellt. Aber die spontane Liebe in die Felgen kommt mal mit hier um die Ecke. Die Nasszelle ist sogar so groß, dass wir alle gemeinsam hier reingehen können. Wir haben Fenster in der Nasszelle, wir haben keine Dachhaube, was hier auch nicht so wichtig ist wie in anderen Fahrzeugen, weil obwohl ich einen Holzduscheinleger drunter habe, ich
immer noch gut stehen kann. Mit einer klassischen Tedford-Toilette, mit Stauräumen hier oben. Oh, da hat noch jemand ein bisschen von seinem Werkzeug vergessen. Das sollten wir da nicht drin lassen. Und eben einen großen Spiegel, wo man sehen kann, okay, das ist hier alles ganz schön warm. Aber wir haben draußen, glaube ich, auch inzwischen 35 Grad. Küchenblock haben wir eben gesehen. Bleibt das Bett noch von hinten, aber ich glaube, das gucken wir uns am besten von draußen nochmal an. Ah, und ganz wichtig, bevor wir rausgehen, lass uns mal schnell ins Cockpit hüpfen, weil das ist wirklich anders als in den anderen Videos. Der große Unterschied zwischen den Limited One, ich glaube, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen, weil wir es mehrfach versucht haben, und dem jetzigen Auto ist vor allem eben das große Navigationsradio hier vorne mit dem großen Touchscreen, mit Bedienung von Klimaanlage und all solchen Dingen. Und das Ganze haben wir dann, wir können hier mal auf den Startbildschirm zurückgehen. Das ist eigentlich so, wie man das von modernen Autos aktuell auch kennt. Und das ist schon echt eine schicke Lösung. Und gekoppelt daran sind solche Dinge wie Spurhalteassistent und ein paar andere Kleinigkeiten, die da sind. Ansonsten ist und bleibt es genau das gleiche Auto. Ihr müsst halt gucken, ob ihr Handschaltung oder Automatik haben wollt. Ich glaube, der letzte, den wir jetzt bekommen, ist noch ein Automatikauto. Und ansonsten ist das ein Ford, was man einfach sehen kann. Ich mit meinem relativ großen Abmessung sitze hier vorne echt gut drin und habe einen wahnsinnig guten Blickwinkel. Beim Ducato, bei meinem gucke ich eher so hier gegen den Querholm. Das finde ich manchmal ein bisschen störend. Da muss ich, wenn ich nach vorne gucken will, so ein bisschen vorgehen, wenn ich eine Ampel sehen will. Hier habe ich einen deutlich größeren Blickwinkel nach vorne. Ja, ansonsten seid mir nicht böse, es ist sehr warm. Wenn ihr mehr über das Cockpit wissen wollt, schaut euch einfach die alten Videos mit an. Und wir gucken jetzt nochmal abschließend hinten in den Heckstauraum. Weil der Ford nämlich ein großes Auto ist, hat er natürlich auch eine große Klappe. Und wir machen heute die Macho-Prüfung. Große Klappe, steckt da was dahinter, ja oder nein? Ich weiß natürlich schon, dass das so ist, sonst würde ich nicht so vollmundig das ankündigen. Westfalia typisch haben wir einen verhältnismäßig großen Stauraum. Woher kommt das? Wir haben serienmäßig eine Dieselheizung und wir haben serienmäßig einen Kompressorkühlschrank. Deswegen brauchen wir einfach deutlich weniger Gas, um zu heizen oder sonstiges, sondern nur zum Kochen. Und deswegen ist es nur eine kleine 2,8 Kilo Gasflasche. Die reicht aber für 1 bis 2 Saisons. Ihr habt punktelastisches Lattenrost, ganz typisch Westfalia. Ihr habt hier ein sehr großes Bettenmaß mit drin. Wir haben hier die Isomatten mit drin, weil der Wagen in den Limited-Paketen immer das Winterpaket mit hat. Eine Isomatte für hier hinten die Hecktür und eine Isomatte vorne für vorne. Natürlich ist vorne für vorne und hinten für hinten. Eine vordere und eine hintere. Und dann habt ihr nämlich hier hinten auch noch sowas wie eine Außendusche und alles mit drin. Das heißt, es ist wirklich ein Auto, was schon zum Basispreis eigentlich startklar ist, was mit dabei ist. Die wenigen Dinge, die ihr vielleicht noch haben wollt, sei es Internet, sei es schöne Felgen, sei es vielleicht, was dem Auto gut stehen würde, noch eine Solaranlage, je nachdem, wie ihr reist, das setzen wir dann bei uns um. So, das war, keine Ahnung, wie viele Minuten habe ich gebraucht? Ist es kurz und knackig oder ist es wieder typisch Togo ein bisschen zu lang geworden? Nein. Das ist der Ford Meridian. Ich finde es ein tolles Auto. Für uns ein bisschen schade, dass jetzt die alten sozusagen langsam die letzten kommen. Ich bin gespannt, ob einer von euch sagt, hey, mega gut, das hätte ich gerne ganz genauso. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, auf uns zuzukommen. Bald ist es nämlich vorbei. Schöne Grüße aus Stowe, alles Gute und bis bald.